Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Anno 1602. Ich bin euer Dominus und wir spielen ein neues Szenario von diesem Spiel. Dieses Szenario trägt den Titel Im Exil. Eure Heimatinsel ist zu klein geworden und ohne den erforderlichen Platz ist das Fortbestehen eurer Siedlung stark gefährdet. Glücklicherweise haben euch Kundschafter von einer großen Insel im Nordosten berichtet, die zudem reich an wertvollen Rohstoffen ist. Brecht dorthin auf und errichtet eine Stadt mit mindestens 3000 Einwohnern. Davon sollen 2000 Aristokraten sein. Stellt dabei sicher, dass auf eurer Heimatinsel mindestens 500 Kaufleute für die notwendige Versorgung eurer Bevölkerung sorgen. Achtet darauf, dass eure Bilanz positiv ist, denn nur durch den richtigen Einsatz eurer Ressourcen könnt ihr euer Ziel erreichen. Eure Kontrahenten werden versuchen, eure Vorhaben zu verhindern. Vernichtet diese, um euer Ziel ungestört verfolgen zu können. Das scheint mir auch wieder ein recht umfangreiches Szenario zu werden. Bin sehr gespannt, was uns da erwartet, und wir starten mal direkt das Spiel. Wählt eure Flagge. Mal wieder ist meine blaue Flagge weg. Schon vergeben, egal, dann nehmen wir Rot und wir schauen uns mal an, was uns hier erwartet. Wir speichern diesen Spielstand ab. Gesichert. Gut, wir haben hier unsere kleine Siedlung. Was haben wir denn hier schon alles? Also, wir haben Steinbruch, wir haben Nahrungsmittelversorgung, Stoffproduktion, Alkohol und auch Tabak. Euch Und wird ein Handelsvertrag angeboten. uns wird schon direkt der Handelsvertrag hier angeboten. Und wir haben auch auf unserer kleinen Insel ein Erzvorkommen. Wunderbar. Gut, das ist alles schon mal soweit, ja, gut. Natürlich haben wir das Problem, dass wir nur jeweils immer bei der Nahrungsmittelversorgung oder auch beim Tabak immer nur einen Rohstofflieferanten haben. Das kann man natürlich noch verbessern später einmal. Jetzt lassen wir das erstmal so. Wir gucken jetzt erstmal uns die Karte an. Ja, hier haben wir die große Insel im Nordosten, von der schon im Intro ja die Sprache war. Interessant, eine südliche Insel im Nordosten. Okay, gut. Also hier müssen wir unsere Stadt gründen. Und ja, wir haben dann jetzt hier weitere Inseln, die wir alle erkunden müssen. Wir haben hier unseren blauen Kontrahenten, die haben jeweils immer zwei Inseln, nämlich eine südliche und eine nördliche. Der Weiße genauso. Oh, der Weiße hat auch schon eine Werft, sehe ich gerade. Ja, und hier ist die südliche Insel. Okay. Ja, natürlich weiß man jetzt nicht, wie schnell die sich hier entwickeln. Ich persönlich würde ja gerne so schnell wie möglich alle Inseln besiedeln, die wir hier noch haben. Ja, das sind so mittelgroße Inseln. Hier sind die südlichen, nördliche. Hier hinten auch. Wichtig ist, dass wir natürlich Gold haben. Und das sieht ja sehr schön nach einer Nahrungsinsel aus. Wir machen uns jetzt erstmal auf die Reise und werden... Oh, Piraten sehe ich gerade. Hier müssen wir auch noch passen. Gut, ja, wir fahren jetzt erstmal oder segeln jetzt erstmal hierhin, erkunden die Inselwelt. So, die Bilanz, wie sieht die Bilanz Euer aus? Die Bilanz ist Konkurrent hat ein neues positiv. Schiff gebaut. Ja, und unsere Konkurrenten bauen neue Schiffe. Der Blaue schon eine Werft? Ne, der Blaue hat noch keine Werft. Okay. Ja, bis wir hier oben sind, dauert das natürlich ein bisschen. Da sind wir aber jetzt endlich. Ihr seid auf Ureinwohner gestoßen. Oh nein, unsere Hauptinsel oder unsere Insel, wo wir unsere große Stadt entwickeln wollen, haben Eingeborene. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Es gibt Eisenerz auf dieser Insel. Es gibt Golderz auf dieser Ja, Insel. wunderbar. Hier gibt es Gold und wir haben Erz, wobei da gehe ich von aus, dass es kein unerschöpfliches Erzvorkommen ist. Und wir haben hier 100% Kakao und Gewürze. Okay, gut. Das wird unsere Hauptinsel sein. Wir werden jetzt so erstmal alle Inseln hier einmal erkunden und dann eine Strategie entsprechend erarbeiten. Ja, und dann starten wir das Spiel neu und legen los. Wir fangen mal hier bei dieser Insel an.
Das Versteck der Piraten wurde gefunden. Oh, da haben wir schon hier entsprechend unser Piratenversteck. Und das ging ja Gott sei Dank schnell, ne? Ja, dann lass uns da eben direkt mal dahin und dann zahlen wir mal eben unser Schutzgeld. Das ist ganz schön viel, meine Güte. Ja, wir werden jetzt hier die einzelnen Inseln erkunden und dann gucken wir mal, was wir wie machen. Ja, wir haben jetzt unsere Karte soweit erkundet. Wir haben hier oben im Nordwesten eine Weintraubeninsel und ein Erzvorkommen. Das ist sehr gut. Dann haben wir jetzt hier 100% Tabak und Weintrauben und dann hier Zuckerrohr. Das sind aber alles Sachen, die sehr weit weg liegen. Hier haben wir 100% Baumwolle. Das wäre eine perfekte Baumwollinsel. Und hier haben wir Tabak. Das ist jetzt hier hinten, ganz im Westen. Hier haben wir auch nochmal Weintrauben, aber keine Mineralien, also Erz. So, hier haben wir nochmal Gewürze, aber Gewürze brauchen wir eigentlich nicht. Da haben wir unsere große Insel. Ja, und hier, diese kleine Insel hat noch ein Goldvorkommen. Das müssen wir uns auf jeden Fall sichern. Ich möchte, dass die Konkurrenten kein Gold irgendwie bekommen, damit sie sich nicht weiterentwickeln. Wir sind hier ganz im Osten, haben wir hier eine 100%ige Kakao- und Baumwollinsel. Und hier haben wir eine 100%ige Tabakinsel mit Erzvorkommen. Und hier haben wir nochmal Kakao. Okay. Gut, ja, also meine Idee ist tatsächlich, dass wir hier größtenteils Kakao und Gewürze anbauen können. Das reicht für unsere Stadt. Hier oben, diese Insel ist interessant, Weintrauben und ein Erzvorkommen. Das würde ich hier für die Alkoholproduktion nutzen. Ich würde eventuell dann hier auch noch Weintrauben entsprechend produzieren. Hier in diesem Bereich würde ich jetzt Tabak produzieren. Hier haben wir auch noch das Erzvorkommen. Dann haben wir Tabak, Alkohol. Wir haben auf unserer Hauptinsel Gewürze und entsprechend Kakao. Wo ist meine Baumwollinsel? Hier mit auch entsprechend noch einem Erzvorkommen. Ja. Das heißt, ich würde dann diese Inseln jetzt erstmal alle besiedeln, damit wir keine Probleme haben, unsere Stadt zu entwickeln. Gut, wir werden das Spiel neu beginnen. Super. So, hier werden wir jetzt Folgendes machen. Die Steuern, habe ich gesehen, sind nicht auf Maximum. Das können wir jetzt hier noch machen. So, gut. Wir beladen unser Schiff mit Werkzeug. Können wir alles mitnehmen hier. Und auch Stein, ein bisschen Stein haben wir ja hier. Euch wird ein Handelsvertrag angeboten. Gut, und dann machen wir uns auf den Weg hierhin und besiedeln jetzt diese Insel. Ja, und wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir haben ja auch Alkohol und Tabak. Das können wir uns natürlich nachher auch noch hier holen und auch Stoff. Das machen wir auch, damit wir hier die Entwicklung relativ schnell starten können. So, da kommen wir jetzt an. Die Frage ist, Ihr seid auf wo eine fremde wollen Kultur wir gestoßen. entsprechend unser Kontor aufbauen? Ja, entweder hier, eben kurz Die hier Ressourcen dieser Insel sind erkundet. erkunden. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Wir können es hier machen Erz auf dieser Insel. oder hier. Ich würde sagen, wir machen das hier. So. Und dann können wir das schon mal ausladen hier. So, okay. Gut, dann können wir schon mal zu unserem Piraten Schutzgeld zahlen. Und würden dann wieder zurück zu unserer Hauptinsel und da entsprechend noch die restlichen Güter holen. Gut, wir beginnen und bauen unsere Forsthäuser auf. Wie machen wir das? So, ne?
Ich würde sagen, wir bauen mal 4 Forsthäuser auf. Aus diesem Versteck starten die Freibeuter ihre Raubzüge. Jawohl. So, dann Schutzgeld zahlen. Gut, dann gehen wir mal hier zurück und holen noch mal ein bisschen an Gütern, nämlich noch mal Holz. Stein, und dann können wir auch schon mal Alkohol bringen. Dann können wir die Steuer nämlich relativ schnell nach oben bringen. Gut. Und dann müssen wir natürlich Werkzeug einkaufen. Und schon der freie Händler. Und wir können ja schon hier Erzmine bauen und auch schon unser Werkzeug selber herstellen. So, hier sind wir. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen Holz mit. Und vor allem nehmen wir jetzt mal hier Alkohol mit. Gut, dann bauen wir jetzt die Marktplätze. Hier würde ich jetzt eins bauen, dass wir das Erzvorkommen erschließen können. Das können wir, glaube ich, gar nicht erschließen. Doch, so müsste es gehen, ne? Ja. Okay. So, dann können wir jetzt hier nichts anschließen. Doch, wir können es so machen. Das macht Sinn. So, ich möchte natürlich hier in der Mitte meine Stadt aufbauen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So. Ja, und dann ein bisschen weiter hier hoch, ne? So ist gut. Okay, dann können wir hier jetzt schon mal das aufbauen, wie wir das immer machen. Gut, dann haben wir jetzt hier die beiden Gebiete abgezirkelt für unsere Dienstleistungsgebäude. Ich errichte jetzt erstmal die Kapelle hier hin. Und dann können wir jetzt hier entsprechend die Wohnhäuser bauen. Bevor wir das aber machen, müssen wir erst etwas Nahrungsmittel hier produzieren. Wir könnten zwar jetzt mit Getreide anfangen, das ist aber, glaube ich, von den Baustoffen ein bisschen zu viel am Anfang. Also ich würde jetzt tatsächlich das so bauen. So. Und hier. Das hier noch wegnehmen. So, und dann können wir hier die, wo ist sie? Fleischerei bauen. So, dann haben wir unsere Nahrungsmittel. Wir packen jetzt hier wieder alles aus. Auch das Werkzeug und vor allem den Alkohol. Und dann holen wir uns jetzt hier nochmal weitere Produkte, auch nochmal Nahrungsmittel. Alkohol. So, wir müssen warten, bis wir das erste oder die ersten Nahrungsmittel hier im Warenlager haben. Dann können wir hier loslegen und dann werden wir unsere anderen Inseln mal besiedeln. So, da sind wir schon. Nochmal, wir können Stoffe mitnehmen, das stimmt. Alkohol können wir jetzt nicht mitnehmen. Da haben wir jetzt alles geholt, was wir holen können. Ein bisschen Nahrungsmittel
Und dann holen wir nochmal Stein. Das ist wichtig. Gut. Haben wir die Nahrungsmittel jetzt schon? Ja, haben wir. Gut, ja, dann würde ich sagen, nehmen wir mal los. Müssen wir ein bisschen Geld erwirtschaften jetzt hier. Dafür die Kapelle hier einmal ganz kurz. Ja. So, da sind wir. Dann können wir die Stoffe und Nahrungsmittel und Stein. Gut, ja, Holz haben wir jetzt im Moment nicht. Das Lager ist voll, das habe ich gar nicht angeschlossen, sehe ich hier gerade. So, jetzt aber. Gut. So, wir haben wieder Holz. Wir können wieder hier entsprechend noch weitere Häuser bauen. Ja, und jetzt haben wir hier die Entwicklung schon zu unseren Siedlern, weil ich ja Stoffe mitgebracht habe. Stoffproduktion müssen wir aber jetzt auch starten. Die können wir hier auch nochmal auf diesen Bereich hier machen. Zwar bauen wir dann jetzt hier die Schafsfarmen auf. Die werden nicht ganz so produktiv sein. Egal, wir werden nachher direkt mit Baumwolle anfangen. Webstube, da ist sie. Wo bauen wir die auf? Die bauen wir hier auf. So. Ja, eine Werft haben wir auch schon. Gut. Ich will aber jetzt erstmal Werkzeug produzieren. So, dafür mal eben kurz hier kein Baumaterial zur Verfügung stellen. Dann bauen wir jetzt schon mal hier die Erzmine. Eure Stadt wächst und gedeiht. So, dann führen wir das mal so hier zum Marktplatz. Und dann bauen wir die Erzschmelze. Da brauchen wir noch ein bisschen Werkzeug für. Ja, gerade eingekauft worden. Und dann noch die Werkzeugschmiede. Und dann den Einkauf stoppen. Was können wir denn jetzt schon verkaufen hier? Ja, ist nicht viel. Was wir allerdings machen müssen, die Steuern können natürlich sofort nach oben gebracht werden. Wir haben den Alkohol ja hier entsprechend geholt. Ja. Müssen wir jetzt erstmal hier entwickeln lassen. Komm, wir bauen direkt noch die zweite Werkzeugschmiede, solange wir noch Geld haben. Sehr schön. Dann können wir nämlich jetzt noch hier weiter Wohngebäude errichten. Wie machen wir das? So. Hier geht es nicht mehr. Egal. So. Und so. Hier gehen auch noch welche. Und hier. So. Hier geht auch noch was. Gut, das kann sich jetzt erstmal entwickeln. Wir müssen gucken, dass wir in einer positiven Bilanz kommen. Wir werden jetzt hier noch die Steine eben ausladen. So, und nehmen jetzt Werkzeug mit und Holz mit und fangen jetzt an, unsere Inseln zu besiedeln. Vorher noch mal ganz kurz hier zu unserem Piraten. Schutzgeld zahlen, das war jetzt nicht viel. So, wir fangen an, hier entsprechend diese Insel zu besiedeln. So, da sind wir schon. Einmal erkunden. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Eine Erzader wurde gefunden. Das so hier. Wir machen weiter. Was wollte ich? Hier haben wir
auch noch mal Erz, glaube ich, gehabt, ne? Das wollte ich mir, glaube ich, nehmen. Ein Konkurrent baut seine Städte aus. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ach, hier war Eine Zuckerrohr gewesen. Erzader wurde gefunden. Ja, Zuckerrohr ist auch nicht schlecht und es könnte auch eine gute Nahrungsinsel werden. Wo baue ich das auf? Warum baut sich das hier nicht auf? Okay, so. Was ich auf jeden Fall haben möchte, ist diese Goldinsel hier. Das ist ganz klar. So, unsere Konkurrenten, ja, der Weiße, das sieht nicht so schlimm aus und hier auch nicht. Ja, es könnte sein, dass die eigentlich sich nicht weiterentwickeln großartig. Das wäre schön. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Die Insel hat reiche Goldvorkommen. Reiche Goldvorkommen sind super. So, und dann wollte ich hier diese Insel gerne haben. Dafür brauchen wir aber wieder Werkzeug. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien. Ja, das können wir gestern wieder freigeben. Da habt ihr vollkommen recht, damit wir hier in eine positive Bilanz kommen. So, weiteres Werkzeug und auch Holz. So, dann diese hier. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Gut, das ist unsere Tabakinsel mit Erzvorkommen. Und dann möchte ich diese noch haben hier. Das war, glaube ich, irgendwo muss ich noch eine Baumwollinsel haben, oder? Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ah, hier ist Kakao und Baumwolle. Okay. Dann noch diese und ich brauche eine Nahrungsinsel. Eine Nahrungsinsel. Hier in der Mitte. Die ist schön groß, ne? So, was war das hier? Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Ah, auch nochmal Kakao und Baumwolle. Ach, als Nahrungsinsel jetzt doch eher Verschwendung, oder? Dann doch eher die hier als Nahrung. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Kakao. Ja, doch, Kakao haben wir jetzt genug. Dann wird das hier unsere Nahrungsinsel Eure werden. Stadt Okay. wächst und gedeiht. Wir brauchen jetzt erstmal eine Werft für ein neues Schiff, die hier hinkommt. So, das Schiff können wir schon mal bauen. Für unseren Alkohol, den wir jetzt produzieren. Noch haben wir Alkohol. So, wir haben jetzt natürlich jetzt hier keinen Steinbruch. Den können wir natürlich noch bauen. Wir brauchen relativ viel Stein. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Sehr schön. Du kommst jetzt hier hin und wir beginnen mit der Weinproduktion. Die Wavebreaker ist unser Alkoholschiff und Ein Konkurrent baut seine Städte aus. kann dann jetzt hier den Alkohol holen. Und dann machen wir eine etwas größere Fahrt. Dann kann er hier noch erstmal noch Stein holen. Nein. Hier ein Stein. Und dann kann er hier zurück und kann hier das alles ausladen. Ja, wir haben nämlich bald keinen Alkohol mehr. So. Und da sind wir. So, dann hol doch hier bitte auch noch mal ein bisschen Alkohol. Haben wir Alkohol hier? Ja, ein bisschen haben wir. Tabak können wir auch holen. Hey, du sollst dich auf den Weg hierhin machen.
Gut. Ein Marktplatz bitte. Den bauen wir hier hin. Oder so. Na, so ist besser. So. Und dann können wir das hier alles wegnehmen, damit wir sehen, was wir hier bauen. Gut. Mehr können wir jetzt nicht bauen, glaube ich. Ja, Holz fehlt. Okay, aber wir haben schon mal 2 Weingüter. Und du holst jetzt hier ein bisschen Alkohol und Tabak ab. Dann passt das. Gut, dann kannst du hier hoch. Der Alkohol geht zur Neige. Ja, ich weiß. Kontur ausbauen. So, endlich sind wir mal hier angekommen. Gut, so, dann sind die auch wieder happy. Wir sind in einer positiven Bilanz. Das finde ich gut. Gut, ja, dann können wir auch jetzt schon mal das Wirtshaus bauen. Und eine Feuerwehr, bitte. So, das haben wir alles ausgebaut. Das ist das Maximum. Oh, wir brauchen noch die Schule und wir müssen auch ein bisschen Gewürze produzieren. Das können wir auch jetzt machen. Wir bauen noch einen Marktplatz hier auf. So. Ja, dann können wir das hier verbinden. Jo. Hier bauen wir eine Brücke. Hier könnten wir doch hier schon eine Gewürzfarm bauen, oder? Ja. Na, ist nicht ganz so optimal, aber egal. Wir können auch hier mal gucken. Mit denen Handel betreiben, oder? Wo ist denn hier das? Ah, da. Wir möchten gerne Alkohol und Stoff haben. Ne? Wir könnten doch hier ein bisschen noch handeln, oder? Und zwar ein bisschen Stoff. So. 2 Tonnen. Gewürze. Und dann hier Gewürze einkaufen. Und die Stoffe verkaufen. Ja, das können wir doch mal laufen lassen, oder? Gut. Dann bauen wir noch eine Gewürzfarm auf. Die können wir dann jetzt hier hinbauen. Wir müssen ein bisschen mit unserem Geld aufpassen. Nämlich wieder in einer negativen Bilanz. So, Seewind, komm, dann hol doch noch hier noch ein bisschen was. Wir müssen nämlich hier auch gleich eigene Steine produzieren. So, wir brauchen noch die Schule, ne? Jawohl. Die Schule bauen wir hier hin. Das können wir noch uns leisten. Jawohl. Und dann kann es hier losgehen. Mit der Entwicklung zu unseren Bürgern. Jawohl.
Müssen jetzt nur aufpassen mit Tabakwaren, die wir produzieren müssen. Und auch Nahrungsmittel. So, komm, wir nehmen jetzt hier nochmal was mit. Definitiv Tabakwaren können wir noch was mitnehmen. Euer Volk braucht einen Arzt. Ja, den müssen wir auch Eure Siedlung definitiv bauen. beherbergt nun über 300 Einwohner. Nahrung können wir mitnehmen. Ja, okay. Dann mal hier zurück. Nun vielleicht noch mal eben bei der Diplomatie hier die Handelsabkommen schließen. So, wir verbinden nochmal hier die Marktplätze miteinander. Ja, den Arzt sollten wir jetzt wirklich nicht vergessen. Den können wir uns, glaube ich, jetzt schon Errichtet leisten. ein größeres Gotteshaus. Oh, wir können endlich die Kirche bauen. Das finde ich gut. Dann können wir nämlich unsere Stadt erweitern. So, das sieht alles gut aus. Ja, okay, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Geld verdienen. Was können wir verkaufen? Holz können wir verkaufen. Bisschen Holz verkaufen wir jetzt mal. Und wir können etwas Stoff verkaufen. Und wir können Werkzeug verkaufen. So, wir werden unser Schiff mal hier wieder bestücken. Ja, und wir müssen dringend hier einen Steinbruch bauen. Wir brauchen jetzt ganz viel Stein, aber nicht hier. Den können wir hier hinbauen. Das Volk passt. benötigt ein Badehaus. Ja, sehr gut. Ja, so gefällt mir das. Alkohol, passt das? Ja. So, ein bisschen Stein haben wir. Ja, der Aufbau gefällt mir eigentlich soweit ganz gut. Ich möchte schon mal die Tabakwaren jetzt hier produzieren. Ja. Ja, unsere Konkurrenten fangen schon an, sich hier entsprechend einzuhausen. Na, hier nicht. Der Weiße auch schon. Oh, der hat auch schon hier eine Burg, sehe ich. Okay, ja. Die wissen schon, was denen blüht. Okay. Aber solange sie sich nicht auf andere Inseln niederlassen, geht das ja. Gut, dann fangen wir mal an und machen hier unsere Tabakwaren. Dafür brauchen wir aber auch erstmal. Nein, dafür müssen wir erstmal hier ausladen. Marktplatz. Ja, und was den Bau von Produktionsstätten betrifft, die Rohstoffe und weiterführende Betriebe brauchen, habe ich eine interessante Bauweise gefunden, und zwar von Blood Money Y. Da könnt ihr mal auf seinen Kanal gehen, den verlinke ich noch. Und zwar hat er folgende Bauweise, die ich super spannend finde. Und zwar baut er 2 Produktionsstätten, die ich gerne bauen würde, aber wir haben keinen Stein. Okay. Dann müssen wir eben mal was holen hier. So, also nochmal. Diese Bauweise, die ich sehr spannend finde. Man baut 2 Produktionsstätten. Und zwar so, dass sie sich hier an dieser einen Seite überschneiden. Nämlich so. Dann baut man das so. Und hier überschneidet sich das. Und nun bauen wir die Tabakwarenproduktion hier auf.
So. Mehr als 500 Menschen bewohnen eure Stadt. Und verbinden das so. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, die können ja gar nicht zu 100% arbeiten, weil ja das überlappt und weil wir hier auch noch diese Straße gebaut haben. Also normalerweise hätte ich ja 2 Straßenfelder hier, die hier wegnehmen. Jetzt ist es ja definitiv mehr. Aber sie arbeiten trotzdem sehr effektiv. Das habe ich auch nicht geglaubt. Wir können dann jetzt hier die Straße bauen und entsprechend das so verbinden. So, und wie gesagt, oh nein, der Pirat ist da. Mit der Taste W habe ich auch von Blood Money Y erfahren, kann man die weiße Flagge sofort hissen. Das ist sehr gut zu wissen. Gut, wir müssen jetzt mal Tribut zahlen. Ja, wie gesagt, jetzt braucht der Marktkarren nur noch hier entsprechend diese Tabakwarenfabrik anzusteuern und die arbeiten tatsächlich mit fast 95% Wirtschaftlichkeit. Das ist wirklich keine schlechte Bauweise. Gefällt mir sehr gut. Würde mich interessieren, wie ihr diese Bauweise findet. Es gibt ja auch noch eine sehr interessante Bauweise für Getreide. Das werden wir gleich machen, werde ich euch auch zeigen. Ja, und dann können wir nachher mal gucken, wie hier so die Wirtschaftlichkeit ist, beziehungsweise die Auslastung. Wir müssen jetzt erstmal unser Schiff reparieren und dem Piraten sein Tribut zollen. So, einmal reparieren bitte. Ein Schiff wurde repariert. So, dann gehen wir hier hin. So, einmal zahlen. Wunderbar. So, okay. Dann wieder zurück hier. Und wir brauchen noch ein Schiff für die Tabakwaren. Und wir müssen auch jetzt gleich Stoff produzieren. Und ich würde die anderen Inseln jetzt auch noch besiedeln. Was soll das? Wir müssen ja doch eine große Stadt bauen hier. Und ich möchte nicht, dass der Konkurrent tatsächlich hier sein Ein Schiff wurde Einflussbereich hier erweitert. So, du holst Tabak. Gut, jetzt gucken wir mal. Also, die arbeiten hier mit fast 90%, 87, 91. Er hier mit 86, 90. Und unsere Tabakwarenfabrik arbeitet mit fast 90% Auslastung, 91. Also, das ist schon ziemlich gut. Das habt ihr mit der herkömmlichen Bauweise, wo man wirklich nur so einen Weg hier rausbaut, auch nicht besser. Also, auch sehr platzsparend und vor allem wird nur wirklich hier die Tabakwarenfabrik angesteuert vom Marktkarren. Das ist eine super Bauweise. Kann ich nur empfehlen, aber wie gesagt, ich bin da auf eure Meinung auch sehr gespannt. Vielleicht gibt es ja auch noch andere interessante Bauweisen. Würde mich interessieren. So, Seewind, du nimmst etwas Werkzeug mit und auch Holz und von mir ist auch noch ein bisschen Stein. Und dann besiedeln wir noch hier die anderen Inseln. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Ja, Neige. das habe ich mir fast gedacht. Wir werden das mal eben kurz ändern. Ich hatte ja gesagt, dass ich hier eine Nahrungsinsel aufbauen möchte. Und das machen wir jetzt sofort. Dann gehen wir mal hier wieder zurück. Der Regen bleibt aus. Eure Felder verdorren. Oh, wo denn? Okay, das ist hier bei unserer kleinen Insel. Da haben wir jetzt gar nichts mehr gemacht, außer dass wir Stein abholen. Brauchen wir aber jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Wir können die eine Route, nämlich diese hier,
ändern. Wir nehmen das hier raus. Nee, so. Und das ist 0. Und dann machen wir hier nur... Oh, nein. Hier hin. Oh, das habe ich schon fast gedacht. Unsere Erzader ist erschöpft. Wir brauchen eine tiefe Erzader. So, okay, gut. Das heißt, wir brauchen Kaufleute. Mhm. Okay, erstmal hier alles ausschalten. Wir haben aber wenig Werkzeug, ne? Okay, dann würde ich auch hier ausschalten. Wir kaufen wieder Werkzeug ein. So. Okay, dann erstmal die Nahrungsmittelproduktion. So, und da wollte ich ja was zeigen. Und zwar, die Bauweise von Blood Money Y ist folgendermaßen. Euer Volk hungert. Oh, unser Volk hungert. So, da kommt der freie Händler. Kauft er jetzt, Euer Volk hungert. oder verkauft er jetzt hier Nahrungsmittel? Nee, leider nicht. Okay. Wir bauen jetzt hier unsere entsprechende, Euer Volk hungert. ja, ich weiß, Produktion auf. Und zwar ist die wie folgt. 2 Getreidefarmen. Und dann bauen wir hier eine Windmühle rein. Und zwar genauso. Wir verlieren da zwar ein Getreidefeld mehr als sonst, aber der Müller kann direkt hier dran. Das finde ich sehr gut. So, und dann baut Blood Money Y hier eine Bäckerei. Und dann hier entsprechend die Getreidefarmen. Ich würde das ein bisschen anders machen. Mir ist das ein bisschen zu viel, ja, Verschwendung von Platz. Ich würde das so bauen. Nämlich so. Würde jetzt die Mühle ja, was habe ich? Kein Holz mehr. Das muss ich mal eben noch holen. So. Und würde dann nämlich... Euer Volk hungert. Och, klingt so furchtbar deprimierend. Die Mühle so bauen. Genau, so bauen. Da müssten wir allerdings hier jetzt einen Weg so setzen. Und den Weg würde ich hier so raussetzen. Müssen aber hier auch nochmal den Weg setzen, damit der Bäcker, den ich dann jetzt hier hinsetze, so an beide Mühlen drankommt. Das wäre jetzt meine Bauweise. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass ich nicht so viel Land hier verliere. Wenn ich das jetzt hier noch so baue, dann habe ich hier so eine große Fläche. Wenn jetzt hier in der Mitte diese Bäckerei wäre. Ich baue das gleich mal so auf, wie Blood Money Y das machen wird. Wir müssen aber jetzt erstmal hier ein bisschen Nahrungsmittel produzieren. Und zwar das Schiff, was Tabak holt, wird auch hier jetzt Nahrung holen. Euer Volk hungert. Euer Volk hungert. Stoffe sind Mangelware. So, da wird auch schon produziert, ihr seht das. Auch hier ist dann nachher die Auslastung ziemlich stark. Jetzt im Moment noch nicht, ja, weil die gerade erst angefangen haben. Aber ich hoffe mal, dass wir jetzt hier das mit den Nahrungsmitteln hinkriegen. Ja, und der Vorteil ist natürlich, dass wir hier entsprechend nur die Bäckerei haben, die von einem Marktkarren ja
angesteuert werden muss. Alle anderen dienen sich selber. Das ist natürlich auch sehr produktiv, dass wirklich hier nicht der Karrenschieber andere Sachen noch abholen muss. Und wenn ich jetzt hier so ein bisschen die Produktion mir anschaue, hm, ja, das sieht gut aus. Hier über 80% mittlerweile. Die Mühlen arbeiten auch alle, ja, fast 80%. Hier schon. Und die Bäckerei auch fast mit 80%, ne? So, mittlerweile hat sich hier entsprechend die Situation verbessert. Allerdings haben wir ein paar Wohnhäuser verloren. Das müssen wir jetzt mal hier nachbauen. Okay. So, wir haben auch genug Geld. Ich würde jetzt auch die Kirche schon bauen wollen. Ja, genau so. Mhm. So, wir brauchen alles Mögliche, ne? Wir müssen jetzt erstmal Baumwolle produzieren. Und, Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer schwebt. aber wir haben eine Feuerwehr, alles gut. Ja, das war natürlich jetzt wieder sehr anstrengend hier. So, wir nehmen alles mit. Wir bauen die Alkoholproduktion aus. Bevor wir das machen, müssen wir aber einmal ganz kurz bei unseren Piraten nachschauen. So, dann Schutzgeld zahlen. Danke. Dann geht es hier weiter. So, dann alles einladen. Dann bauen wir nochmal 2 Weingüter. Gut. Das können wir hier alles lassen. Werkzeug haben wir jetzt nicht mehr. Dann möchte ich jetzt gerne Stoff produzieren. Wo war meine Baumwollinsel? Hier ist meine Baumwollinsel. Und hier war was? Baumwolle und Kakao nochmal. Okay. Ja, unsere Bilanz ist, glaube ich, gerade etwas schlecht. Ja, ja, weil wir so viel einkaufen. Wir müssen ja unbedingt unsere Werkzeuge wieder entsprechend oder die Produktion ans Laufen bringen. Wir haben ja auch hier noch ein entsprechendes Erzvorkommen. Dann lass uns doch hier noch Erz entsprechend abbauen. Überprüft eure Handelsrouten. Was können wir hier verkaufen noch? Also Stoffe auf keinen Fall, aber wir können Gewürze verkaufen. So, und Stein können wir auch verkaufen. So, und jetzt müssen wir... Ja, wir müssen erstmal das mit den Erzvorkommen regeln. Das nervt. So, hier seht ihr nochmal, ne, 97% Auslastung, obwohl wir so viele Felder hier eigentlich verbaut haben. Ja, und unsere Tabakwarenfabrik arbeitet auch mit über 90%. Das ist doch super. Das ist eine super Bauweise. So, wir bauen jetzt hier noch entsprechend... Ach, wir können die tiefe Erzmine schon bauen? Hä? Ich dachte, die können wir bauen, wenn wir... Der Regen bleibt aus. Eure Felder verdorren. Wenn wir Kaufleute haben. Okay. Na gut, dann bauen wir jetzt hier unsere tiefe Erzmine. Das ist ja nicht schlecht. So. 1, 2, 3. Dann geht es jetzt hier weiter. Dann kann ich jetzt doch meine Baumwollplantagen bauen. Aber das können wir hier so lassen. Ne, wir nehmen das Werkzeug jetzt mit. Ich möchte jetzt erstmal hier
Baumwolle produzieren. Und zwar hier. So, und dann können wir auch die Erdschmelze wieder anschalten. Und die Werkzeugschmieden. So, und hier brauchen wir jetzt keine Nahrungsmittel mehr einzukaufen, auch kein Werkzeug. Gut. Wir laden alles aus. Sehr schön. Mal wieder hier zurück. Wir brauchen noch ein Schiff für die Baumwolle, beziehungsweise für die Stoffe. So. Und hier ist es jetzt genauso mit dieser Bauweise. Jetzt mal noch einen Marktplatz hier bauen. Da ist es genauso. Man baut das so. Überprüft eure Handelsrouten. Ja, das tun wir. So, und dann kommt dann hier jetzt die Weberei rein. So. Und die Straße. Und dann einmal hier anschließen. Super. Jetzt haben wir aber hier, glaube ich, gerade eine Trockenheit. Ne? Ich sehe ja gerade sofort trocknete Felder. Ja, tatsächlich. Okay. So, die Seewind. Ja, wir brauchen Stoffe. Ne? Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Sehr schön. Dolores, du bist Stoff. Ja, eine Trockenheit hier. Wie schade. In Rio Coco ist das. Das ist ja ein netter Name für eine Insel. Nee, so. Dann bitte einmal los. Gut, ja, wir müssen jetzt erstmal hier aufbauen. Beziehungsweise dafür sorgen, dass hier unsere Bürger entsprechend gut versorgt werden. Und wir bauen noch ein paar Wohngebäude jetzt auf. Jetzt können wir das ja ganz gut machen mit der Kirche, die wir hier haben. So, das reicht aber erstmal. Gut, wir können auch schon die ersten Steinstraßen bauen. Ja. Stoffe sind Mangelware. Die Pest ist in unserer Stadt, aber wir haben ja Gott sei Dank den Arzt. So, okay. Es sieht alles gut aus. Wir werden hier unser Bauschiff nochmal mit ein bisschen Baustoffe beladen. Und dann werden wir mal gucken. Wir müssen ja jetzt eigentlich alles entsprechend hier weiter aufbauen. Hier unsere Alkoholinsel, Tabakwaren haben wir ja jetzt nur eine. Hier, da würde ich jetzt nochmal eine zweite bauen. Unsere Nahrungsmittelproduktion, da kann man jetzt auch nochmal gucken. 100%. Ja, also da sollte man sich wirklich nicht vertun, wenn man jetzt hier das wirklich ein bisschen verbaut. 82%. 80, 90% Auslastung. Also das ist wirklich sehr gut, diese Bauweise. So, ich wollte aber jetzt hier nochmal zeigen, wie die andere Bauweise ist. Weil Nahrungsmittel, das wäre jetzt so das, was ich als nächstes noch weiter ausbauen möchte. Ich möchte nicht wieder hier in die Verlegenheit kommen, dass unser Volk hungert. Also, wir können auf jeden Fall schon mal einen Marktplatz hier bauen.
Den bauen wir so. Ja. Gut, dann laden wir mal alles aus und dann zeige ich euch mal, wie man das noch bauen kann. Und zwar so. Die Mühle hier rein. Ja, das habe ich ein bisschen doof gebaut jetzt, weil ich hier jetzt keinen Platz dafür habe. Weil, wie gesagt, die Bäckerei soll hier hinkommen und dann käme wieder die Mühle. Ah, das müsste doch passen, glaube ich. Moment. Ne, das müsste ja so gebaut werden. Ne, das passt nicht. Meine Bauweise würde funktionieren. Mal wieder. Ja, und dann käme die Mühle. Man kann es auch natürlich so bauen, stelle ich gerade fest. Ja, so geht es natürlich auch. Ja, so geht's auch, stelle ich gerade fest. Also dann muss man nicht unbedingt diese Straße so komisch sonderbar bauen oder so bauen. Einziger Nachteil ist natürlich ein bisschen, was mache ich mit diesen Restflächen hier, die jetzt hier entstehen? Setze ich hier jetzt nochmal Getreidefelder einfach so rein und dann Mühlen irgendwo anders? Das würde mich interessieren. Wie seht ihr das? Wahrscheinlich muss man eine Kombination machen aus diesen einzelnen Blöcken, die man so machen kann. Das kann man auf diesen Flächen hier machen. Hier geht das auch noch mal gut. Und wo man so Zwischenräume hat, da muss man tatsächlich so Einzelgetreidefarmen bauen. Das wäre jetzt meine Idee. Aber wenn ihr da andere Ideen habt, gerne. Bin dafür alles offen. Gut. So, hier entwickelt sich jetzt auch weiter. So. Was hast du denn für Alkoholmessen hier drinnen? Habe ich das verkehrt eingestellt? Jawohl. Okay. Ich habe es verkehrt eingestellt. Asche auf mein Haupt. Okay, wir ändern das mal eben. Ein Wunder, dass sie keinen Alkohol haben, die Armen. So, das sind auch mal alles. Warum mal hier noch Werkzeug drin? Okay, so. Das schmeißen wir mal eben über Bord. So, das wird eingeladen. Quatsch ist das hier. Werkzeug. So, und das muss hier ausgeladen werden. So, jetzt stimmt es. Und jetzt sind wir wieder in einer positiven Bilanz. Das sieht gut aus. So, wir nehmen uns wieder etwas Werkzeug, etwas Holz mit. Ich wollte hier noch ein bisschen die Tabakwarenproduktion ausbauen. So, hier machen wir das auch wieder so. Ne, hier müssen wir ein bisschen mehr Platz lassen. So.
Mhm. Ja, man könnte jetzt, wenn man wollte, hier jetzt noch das weiter ausführen. Könnte zum Beispiel jetzt hier noch Fischerhütten bauen für die Nahrungsmittelproduktion, um das noch ein bisschen zu verbessern. So, hier haben wir auch noch mal 'ne Möglichkeit, diese Bauweise zu machen. Aber ich habe jetzt keinen Stein mehr hier, ne? Holz habe ich jetzt noch hier, das kann noch hier rein. Gut. Ja, das sieht doch wieder gut aus. Steuern können nach oben. Badehaus können wir schon bauen. So, nach hierhin können wir auch noch erweitern. Da ist das Wirtshaus. Hier passt dann später die Hochschule hin. Also hier. Den Galgen können wir schon bauen. Mhm. Warum haben wir jetzt hier entsprechend Kaufleute? Ich dachte, wir brauchen Kakao für Kaufleute. Ne, brauchen wir nicht. Oh, das geht natürlich jetzt hier rasend schnell mit unseren Kaufleuten. So, wie sieht es denn hier überhaupt aus mit unseren Waren? Nahrungsmittel, Tabak, Gewürze, Alkohol haben wir jetzt genug, Stoffe, ja, das müssen wir jetzt alles ausbauen. Gut, wir verkaufen jetzt mal keine Gewürze mehr. Auch das verkaufen wir nicht mehr. Das Einzige, was wir noch verkaufen, ist Holz. Oh, ein Vulkanausbruch. Das ist hier. Okay. Ja, unsere Konkurrenten haben sich jetzt nicht so großartig weiterentwickelt hier. Nö. Na, da werden wir jetzt keine großen Probleme haben. Wir bauen jetzt mal weiter unsere Stadt hier aus und beginnen dann später mal mit der Produktion von Das Volk Waffen. wünscht eine Hochschule. Ah, jetzt können wir die Hochschule bauen. Gut, ja, bauen wir mal weiter aus. Ja, und ihr seht, Steine, die sind jetzt gleich alle hier weg. Das können wir natürlich hier noch holen. Und denkt daran, das muss ja auch noch ausgebaut werden, ne? Wir brauchen hier Kaufleute. Das machen wir aber ganz zum Schluss. Ja, da haben wir wieder einiges in Planung. Dieses werden wir aber im zweiten Teil dieses Szenarios dann hoffentlich alles erreichen. Ich hoffe, euch gefällt dieses Szenario. Ich finde es wirklich super. Macht richtig Spaß und freue mich auf den zweiten Teil. Ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.